WMF Elevation 10 Festwasseranschluss. Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie diese vom Stromnetz. Schließen Sie danach die Wasserzufuhr. Wurde die Maschine zuvor mit einem Wassertank betrieben, entfernen Sie nun das restliche Wasser aus dem Tank. Entnehmen Sie im Anschluss die Tropfschale und leeren Sie diese. Entfernen Sie den Silikonstopfen auf der Rückseite der Tropfschale, damit das Wasser durch den Ablaufschlauch abfließen kann. Entfernen Sie den Stopfen und ersetzen Sie ihn durch ein Rückschlagventil, das zum Zubehör gehört. Schließen Sie im Anschluss den Wasserzulaufschlauch an den weißen Wasserzulaufanschluss mit 3/8 Zoll an der Maschine an. Achten Sie darauf, die richtigen Anschlüsse zu verwenden. Größe und Gewinde müssen übereinstimmen. Stecken Sie jetzt den Ablaufschlauch in den dafür vorgesehenen Einlass. Der Adapter muss fest sitzen. Überprüfen Sie dies sorgfältig. Der Anschluss kann direkt am vorhandenen Absperrventil erfolgen. Der Abwasserschlauch kann an einen vorhandenen Ablauf angeschlossen werden. Der Schlauch muss durchgehend nach unten verlaufen, um einen Rückfluss zu vermeiden. Setzen Sie nun die Tropfschale wieder ein. Öffnen Sie die Wasserzufuhr. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Dichtheit. Wenn alle Verbindungen dicht sind und kein Wasser austritt, schließen Sie die Maschine wieder an die Stromversorgung an. Wählen Sie nun im Betriebsmenü unter den Betriebsoptionen den Menüpunkt Wasserversorgung aus. Hier können Sie nun den Bezug von Wassertank auf Festwasser ändern. Schließen Sie am Ende des Arbeitstags das Absperrventil der Wasserversorgung und öffnen Sie es vor Arbeitsbeginn wieder. Ihre Maschine ist nun bereit für den Festwasserbetrieb.